Hi zu Lucky Recipes! Heute haben wir ein Rezept, das eure ganze Familie begeistern wird. Unser Kartoffelcurry aus dem Backofen. Butterweiche Kartoffeln, die einem im Munde zergehen. Eine cremig-samtige Cashew-Tomatensoße mit zurückhaltender Schärfe. Mit diesem Gericht werden alle glücklich. Ihr werdet nicht glauben, wie einfach ihr dieses Kartoffelcurry zubereiten könnt. Für das Rezept brauchen wir schöne kleine Kartoffeln, die findet ihr mittlerweile eigentlich in jedem Supermarkt unter dem Namen Trillinge. Trillinge, das ist jetzt kein Sortenname oder ein Markenname, sondern bezieht sich tatsächlich auf die Größe, weil sie zu klein sind. Und könnt ihr euch vorstellen, dass man sie nur deshalb früher aussortiert hat? Also kaum zu glauben, aber in Indien sind sie wirklich eine Delikatesse. Drillinge haben eine besonders dünne Schale, die gut mitgegessen werden kann. Nehmt daher am besten Bio-Qualität. Der Name Drillinge leitet sich wohl von Drol ab, dem niederländischen Wort für Zwerg. Trocknet die Kartoffeln nach dem Waschen gut ab, damit sie später beim Braten nicht spritzen. Solltet ihr ein paar dunkle Stellen finden, schneidet sie weg. Stecht die Kartoffeln mit einem Spieß ein wenig ein, damit sie später beim Schmoren die Aromen der Soße annehmen. Das Geniale an diesem Rezept ist nicht nur der Geschmack, sondern auch wirklich die Vorbereitungszeit. Das Schälen der Kartoffeln konnten wir uns sparen und die restliche Vorbereitung der Zutaten braucht auch nur 5 Minuten. Die Grundlage und Geschmacksgeber unserer Soße sind Röstzwiebeln und Cashewmus. Beides könnt ihr in guter Qualität und ohne Zusätze fertig im Supermarkt kaufen. Das Cashewmus lösen wir erstmal in ein wenig warmem Wasser auf und geben erst hinterher das restliche Wasser dazu. Dann kommen die Röstzwiebeln und werden mit dem Stabmixer fein püriert. Was momentan noch recht flüssig wirkt, verwandelt sich später in eine reichhaltige Soße. Das Geheimnis für ein richtig gutes Kartoffelcurry ist, dass wir die Kartoffeln vorher anbraten. Die Röstaromen machen nochmal einen riesen Unterschied im Geschmack. Und dafür nehmen wir unseren Bräter von der Firma Hoffmann. Der hat genau die richtige Größe und Höhe für unser Curry. Außerdem ist er backofenfest. Das heißt, wir können alles in einer Pfanne zubereiten und haben uns später noch Abwasch gespart. Wir nehmen für das Braten Kokosöl, um das nussige Aroma der Soße noch zu verstärken. Sobald es heiß ist, gebt die Kartoffeln dazu, ein wenig Salz und bratet sie von allen Seiten an. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir unsere Rezepte sehr gerne im Bräter zubereiten. Er ist bei uns quasi Topf, Pfanne und Auflaufform in einem. Und da hat uns die Firma Hoffmann vor einigen Monaten ihren Bräter zum Testen geschickt. Und wir sind sehr zufrieden. Er hat genauso eine hochwertige Verarbeitung und Beschichtung wie unser alter Bräter. Aber der entscheidende Vorteil bei der Firma Hoffmann ist, dass sie ein Leben lang einen Wiederbeschichtungsservice anbieten für einen Bruchteil des Anschaffungspreises. Bei unserem alten Bräterhersteller hätte die Wiederbeschichtung bei der Hälfte des Anschaffungspreises gelegen. Von daher finden wir das hier ein super Service, viel nachhaltiger. Wenn euch das interessiert, schaut mal unten in die Beschreibung, da haben wir euch einen Link hinterlegt. Schaut mal, die Kartoffeln sind schön gebräunt, außerdem riechen sie jetzt schon unheimlich lecker wegen dem Kokosöl. Nehmt sie aus der Pfanne und legt sie zur Seite. Kommen wir zur Soße. Ihr könnt direkt mit dem Öl in der Pfanne weiterarbeiten. Unsere Gewürzkombi besteht aus getrockneter roter Chili, Kardamom, Sternanis, Kreuzkümmel und indischen Lorbeerblättern, die wir kurz in Öl anbraten. Als Ersatz für die indischen Lorbeerblätter könnt ihr eine Prise Zimt nehmen, wenn wir später die gemahlenen Gewürze dazugeben. Gebt Ingwerpaste dazu, die könnt ihr auch schon fertig kaufen oder selbst auf Vorrat herstellen, die schmeckt noch besser. Sobald der Ingwer nicht mehr roh riecht, fügt die gemahlenen Gewürze hinzu. Kashmiri Chili Pulver ist ein mildes Chili-Pulver, das besonders gerne wegen seiner satten Farbe eingesetzt wird. Tatsächlich eignet sich das Gericht sehr gut für ein wenig Schärfe, weil sie durch das Nussaroma ausbalanciert wird.
Bratet die Gewürze nur für wenige Sekunden im Öl und löscht dann alles mit gehackten Tomaten ab. Lasst die Soße kurz einkochen, bis das Öl an den Seiten hervortritt. Jetzt sind wir auch schon fast fertig. Rührt die Cashew-Röstzwiebel-Grundlage unter und schmeckt die Soße mit Salz und Zucker ab. Wir nehmen bewusst etwas mehr Zucker, weil er den nussigen Geschmack unterstreicht und einen tollen Kontrast zur Schärfe bildet. Gebt die Kartoffeln wieder in die Soße und schließt den Deckel. Das restliche Kochen übernimmt der Backofen für uns. Schaltet euren Backofen auf 150 Grad Umluft und stellt euren Bräter auf den Grillrost auf der mittleren Schiene eures Ofens. So bekommt er von allen Seiten die zirkulierende Luft ab und schmort schön gleichmäßig. Das macht die Kartoffeln butterzart. Jetzt ist unsere Arbeit eigentlich schon erledigt und genau deshalb kochen wir solche Rezepte gerne, wenn wir Gäste haben oder für Familienfeiern. Denn ab dem Zeitpunkt, wo der Bräter im Ofen ist, haben wir wieder die Herdplatte frei und können uns um andere Gerichte kümmern. Zu guter Letzt rösten wir noch ein paar Cashewkerne als Topping. Die machen sich sehr gut auf der sämigen Textur des Gerichts. Holt den Bräter aus dem Ofen, vergesst eure Topflappen nicht, die Griffe und der Deckel sind heiß. Das langsame Schmoren hat sich bezahlt gemacht. Die Soße ist wunderbar sämig geworden und durch die Gewürze komplett aromatisiert. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Gewürze jetzt herausfischen. Die Kartoffeln sind ein absoluter Traum. Ihr müsst sie nur anschauen und schon zergehen sie auf dem Teller. Eure Familie und Freunde werden hin und weg sein. Grüßt sie lieb von uns und bis zum nächsten Video. Tschüss!